Auslöser Nummer 1 im Ehebett, das Schnarchen. Ne? Wenn der Ehepartner so richtig sägt, dann kann das fürchterlich sein. Hat jeder von uns in irgendeiner Form schon selber erlebt. Aber ist es auch gesundheitsschädlich, das Schnarchen, wenn zum Beispiel die Luft wegbleibt und einfach das Sauerstoffgehalt im Gehirn ein bisschen sinkt? Und das meine ich jetzt sehr ernsthaft. Es gibt Ursachen, Hintergründe und viele Behandlungswege. Einer, der eigentlich nicht so bekannt ist, wollen wir jetzt präsentieren, nämlich die Logopädie. Wir fahren zu meinen Schwiegereltern Aber nicht schlecht. Ja. aus Land. Dieser Mann hat ein Problem. Eines, das er logopädisch beheben will. Kajak. Er schnarcht. Ob zwar nicht gefährlich, vermiest das Gesäge ihm samt Frau die nächtliche Ruhe. Damit soll nun Schluss sein. Erst ging er dem nächtlichen Schnarren auf den Grund und ließ sich beim Arzt fachkundig in Hals und Nase blicken. Schnarchen ist immer ein Problem mit der Luft, das irgendwo zwischen Nasenspitze und Kehlkopf entsteht. Zunge rausstrecken. Der Spezialist sucht gründlich nach dem Ort des Geschehens und wird am Zungengrund fündig. Da sieht man, dass der Zungengrund kollabiert. In diesem Fall heißt das Schnarchproblem Zungenschwäche. Auslöser fürs Nachtgeräusch gibt es derer aber weit mehr. Die Ursachen können jetzt anatomisch sein. Das heißt, dass eine knöcherne Enge durch eine Verbiegung der Nasenscheidewand vorliegt, dass ein zu kurzes Unterkiefer vorliegt, dass eventuell auch ein Bandscheibenvorfall im Halswirbelbereich vorliegen kann, der eine Enge darstellt. Oder es können Weichteilprobleme sein, wie eben ein zu großer Zungengrund, ein zu schlaffer Zungengrund, ein zu großes Gaumensegel oder ein zu schlaffes Gaumensegel. Und auch noch lächeln. Immer. Handelt es sich um Muskelschwäche, gibt es einen vielversprechenden Weg, den zum Logopäden. Sehr gut, nicht schlecht. Aga. Aga. So. Was aber hat der Experte fürs richtige Sprechen und Schlucken mit Schnarchen zu tun? Wo ja die Schwäche besteht, so eine Art Zungengymnastik. Wir Logopäden trainieren alles, was im Mund, Hals, Rachenraum an motorischen, also an beweglichen Teilen zu trainieren ist. Aha. Aha. Sehr gut. Es geht sehr viel um Bewusstwerdung, Bewusstmachung der motorischen, also beweglichen Strukturen im Mund und im Rachenraum, insbesondere der Zunge. Und es ist in weiterer Folge so etwas wie eine Gymnastik, ein Muskeltraining für eben Mund, Rachen, Hals. Es gibt 3 Orte, wo das Schnarren entsteht: Gaumensegel, Zungengrund und Kehlkopf. Szenario 1: Flatterndes Gaumensegel blockiert einströmende Luft. Klingt etwa so. Das typische Schweinchengrunzen. Szenario 2: Lange, schlaffe Zunge rutscht in Rachenschlund, versperrt Luftweg und führt zu Atemaussetzern, der sogenannten Schlafapnoe. Klingt etwa eher so. Ja, da kann man sich richtig schon vorstellen, wie man da also Erstickungsanfälle bekommt. Die 3. Engstelle im Rachenschlauch ist der Kehlkopf. Wenn sich nämlich der Kehldeckel, der den Kehlkopf verschließt, so weit über den Kehlkopfeingang drüber legt, dass es auch hier zu Atemeinengungen und in weiterer Folge zu einem röchelnden Schnarchgeräusch kommt. Klingt etwa so. Also hier kann man schon ungefähr ermessen, dass es hierbei nicht nur zu massiven Geräuschausprägung kommt, sondern auch zu massiver Atemnot. Auch er ist ein versierter Schnarcher vom Typus des Schlafapnoikers. Die lästigen Atemaussetzer haben vor allem die Ehefrau gestresst. Ich merke im Prinzip nichts von der Schlafapnoe oder habe nichts gemerkt. Meine Frau hört das natürlich, wenn sie neben mir liegt und ich plötzlich aufhöre zu atmen. Und das hat sie natürlich nervös gemacht. Ausgeschlafen war er nie und beim Autofahren konnte er kaum die Augen offen halten. Ein Arzt empfahl ihn zum Logopäden, denn auch bei ihm kollabiert die Zunge. Dort übte er redlich Maßgeschneidertes fürs Areal und merkte, dass das gar nicht so leicht ist. Die erste Schwierigkeit ist wirklich, die Muskeln zu finden. Also schon die Zunge ist schwierig, weil die Zunge hat ja 3 Teile.
Da weiß man gar nicht, wie weit die Zunge runtergeht. Also der hintere Teil der Zunge war für mich vollkommen unbekanntes Land. Ja. Das Schwierigste war eigentlich das Gaumensegel. Das funktioniert erst, wenn alles andere funktioniert. Also wenn ich alle anderen Muskeln bewegen kann, dann kann ich dann auch irgendwann einmal diesen Raum wirklich groß machen da hinten und das anspannen. In 10 Einheiten verteilt über ein halbes Jahr hatte er das Anti-Schnarch-Programm Intus. Konsequentes Saugen, Gurgeln und Schlucken führte alsbald zum Erfolg. Kein Segen mehr im seichten Schlaf und auch das Bleierne ist verschwunden. Hie und da noch ein wenig Schlafgeräusch, aber das stört weder ihn noch die Ehefrau. Spiel.